Hallo AFOPs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Ich bin der Niklas. Und das sind die ersten Star Trek-Modelle. Sie sind da. Ihr habt es vielleicht schon im Shop bemerkt. Die 6 Mini-Modelle und die 3 MIDI-Modelle. Da oben stehen sie, sind eingetroffen. Jawohl. Ja, endlich. Endlich. Und wir beide hatten ja gesendet am zweiten Weihnachtsfeiertag schon ganz gemütlich diese 6 Mini-Modelle aufgebaut. Die wollen wir euch jetzt mal noch im Detail vorstellen. Ne? Ja. Machen wir uns mal Platz. Genau. So. Aber bevor wir anfangen, fehlt noch was, ne? Ich würde mal sagen, Computer, Tee, Earl Grey, heiß, 2 Tassen. Ja, hervorragend. Geht doch, ne? Das macht es doch schon viel besser. Prost. Prost. Auf Star Trek. Jean-Luc hat schon Geschmack, das ist richtig. Ja. Fangen wir mit dem kleinsten Set an. Ja, Das hast du aufgebaut. genau. Ich meine, wir können beim Aufbauen dir natürlich zuschauen, aber wie fandest du den Bau so? Vollkommen entspannt. Also Ne? ist auch das kleinste Set. Ne? Ja, knapp 100 Teile. Da ist nicht wirklich was Besonderes dran. Ja, klein, fein, ist auch das günstigste Set der kompletten Serie. Wir haben hier nämlich einen Preis von 7,95 €. Das verrate ich schon mal. In welchen, das ist jetzt eine dumme Frage, aber hier steht es ja auch drauf, in welchen Serien sieht man diese Enterprise denn? Das ist die Original Enterprise, also wirklich die allererste aus der Ursprungsserie. Also, Die Original Series Genau. mit Kirk und so. Genau. Ja. Und ansonsten war die noch mal in dieser animierten Serie. Es gab ja so eine Fortsetzung davon. Und da gab es sie natürlich auch noch. Und eigentlich kommt sie ja auch noch in den Filmen vor, zumindest in den ersten 3. Aber in umgebauter Weise. Genau, Ja, aber ja. in umgebauter Refit. Seite. Das ist wirklich das Original aus der Serie, also die NCC 1701. Ohne Ohne Umbauten, ohne alles. Ohne so, wie A wir sie und so kennen. weiter. Genau. Aber ich glaube, es gibt noch eine Folge mindestens, an die ich mich erinnere, wo man die sieht. Ja, die gibt es auch noch. In Deep Space Nine gibt es eine Jubiläumsfolge, wo Captain Sisko und der Rest der Mannschaft eine kleine Zeitreise machen und genau auf dieser Enterprise unterwegs sind. Das ist angelehnt an die Originalfolge Immer Ärger mit Tribbles. Legendär, ja. Legendäre Folge mit einer auch wunderbaren Raumstation. Ich meine Deep Space K7, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind sie dann auch noch unterwegs und sie haben auch wirklich schön sich selbst in die alten Szenen teilweise so reingesetzt und die alten Sets benutzt. Ja, weil man sieht dann ja auch durchaus auch den Kirk, wie er damals gefilmt wurde. Genau, Also ja. Szenen aus der damaligen Folge, aber vermischt, wo dann quasi Sisko mit Kirk, glaube ich, sogar mal spricht irgendwie. Ja, ganz am Ende, da mogelt er sich quasi einmal auf der Brücke und übergibt ihm irgendwas. Schon so nach dem genial. Motto, Sie müssen hier mal unterschreiben, Captain. Ja, hervorragend. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Gut, also unser kleinstes Set, ich muss es bei den ganzen Setcards hier mal finden, hier ist es. Die Star Trek USS Enterprise NCC 1701. Ein Bluebricks Pro Set mit der Setnummer 104175. 98 Teile für 7,95 €. 17 cm lang, 8 cm breit, Genau. 9 cm hoch. Dazu Ja, der dieser ist so wunderbare süß. Karton. Ich glaube wirklich der kleinste, den Ich wir haben liebe in der diesen Reihe. Karton, das ist der kleinste, jawohl, aber süß. Genau. Sehr süß. Wunderbar. Abgesehen von unserem Bluebricks Pro Logo ist das Design ja vom Lizenzgeber vorgegeben. Es gibt noch ein paar andere Ansichten. Ein kleines, süßes Modell zum Hinstellen. Hier natürlich auch nochmal oben mit passend Captain Kirk. Jawohl. Sehen wir auch gleich noch, dass das bei all den Verpackungen so ist. Das ist bei allen Verpackungen so. Genau, hier steht der Schiffsname drauf. Prima. Dann mache ich doch einfach mal weiter. Genau, du hast Mit ja auch ein paar Sachen gebaut. Der nächsten Generation. Haha. Die Enterprise NCC 1701D. Darauf ein Tee. Darauf einen Tee mit Kapitän Jean-Luc Picard. Ja, Genau. der genau auch ja immer Earl Grey getrunken hat. Der hat sehr gerne Earl Grey getrunken. Jawohl.
haben wir schon ein paar mehr Teile. 182, auch mit einem Print beim Schild. Und die Form bei der, sag ich mal, für die Teilemenge finde ich sehr gut getroffen. Sehr kurvig, auch das ist die Untertassensektion, wie nennt sich das hier unten? Der Rumpf? Das ist im Grunde genommen. Also eigentlich bei dem Schiff ist es ja so, dass die Untertassensektion abtrennbar ist und der Rest heißt dann einfach Kampfsektion, der überbleibt. Der hat ja auch nochmal seine eigene Brücke. Ja. Eigentlich. Und wer fragt, ob es abtrennbar ist, prinzipiell schon, aber man baut es dann tatsächlich auseinander. Es sind Noppensteine, man kann alles man kann alles auseinandernehmen, richtig. Ist jetzt aber nicht so angelegt. Jawohl. Die Stands haben wir ja auch schon in den vorherigen Videos gezeigt, entsprechen immer so dem Emblem. Das ist das Sternenflotten-Emblem der Next Generation. Genau. Und das Emblem bei Kirk's Enterprise sieht noch etwas anders aus, so wie es auf deinem Genau, das ist dann einfach nur das hier zu sehen ist. Ohne hier das Engineering-Symbol. Jawohl. Und die Enterprise D habe ich ja auch irgendwo. Hier ist sie denn. Die 104172, 182 Teile für 12,95 €. 16 cm mal 12,5 mal 10 cm. Ach so, Baukomplexität, ja. Ich wollte dich gerade danach fragen. Gut, dass du so sagst. Entspannt. Also, ja. Nichts Schwieriges dabei. Es sind ja auch nur kleine Modelle. Genau. Dann bist du wieder dran. Ja. Ach so, in welchen Serien sieht man sie? Also natürlich in der Next Generation Serie, das ist ja klar. Ja, aber die kommt auch auf jeden Fall sogar in noch 2 anderen Serien vor. Also zum einen ist sie das Schiff, was die Mannschaft am Anfang von Deep Space Nine auf die Station bringt. Weil Deep Space Nine wird dann ja übergeben an die Bajoraner, die fragen die Föderation um Hilfe. Und tatsächlich die Enterprise unter Picard ist das Schiff, was Sisko und die Mannschaft und auch die ersten Materialien und so zur Station bringt. Geht dann nicht dann auch Chief O'Brien von Bord? Genau. Und Chief O'Brien war ja eigentlich Teil der Crew der Enterprise und geht dann von Bord und ist dann Chief Engineer, glaube ich, auf DS9. Und sie taucht noch in der letzten Folge von Star Trek Enterprise auf. Weil das ist ja dann eigentlich so eine Folge, wo die Geschichte von Archer und seiner Mannschaft im Grunde genommen nur auf dem Holodeck von der D stattfindet. Das ist dann so ein Holoprogramm, was das habe ich nicht gesehen. William Riker sich anguckt. Abgefahren. Spannend. Das kenne ich nicht. Okay. Cool. In Ordnung. Also erste Folge Deep Space Nine auf jeden Fall noch. Und im Star Trek Generations Kinofilm. Logisch. Im Kinofilm auch noch. Ja, richtig. Leider das letzte Mal. Ja, wir wollen jetzt... Auf der einen Seite wollen wir nicht zu viel spoilern, aber wenn wir halt erwähnen, in welchen Serien was zu sehen ist, dann sind natürlich automatisch ein paar kleine Spoiler dabei. Ja. Da wir jetzt hier aber nicht über was sprechen, was gerade erst dieses Jahr in die Kinos gekommen ist, nicht, dass dieses Jahr viel in die Kinos schon gekommen wäre, weil es ja gerade Anfang des Jahres ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wer Next Generation noch nicht geschaut hat, sollte es dringend noch tun, erwartet in diesem und in den letzten und den kommenden Videos den einen oder anderen kleineren Spoiler von uns. Klar. Dann bist du wieder dran. Ja, ich habe da auch was Passendes dazu. Oh ja. Ich meine, wir reden über die Enterprise D und über The Next Generation. Wer passt da besser als die Borg? Das ist der klassische Borg-Kubus. Auch hier natürlich wieder mit einem Print. Ja. Und in dem Fall mit einem ganz anderen Stand. Ja. Weil das ist ja nicht die Föderation. Da können wir schlecht ein Föderationssymbol machen. Deswegen haben wir hier als Standfuß auch das Symbol der Borg. Ja, gab es ja schon Kommentare, das wäre ja gar nicht das Symbol und dann aber doch, oder irgendwie Lore hatte mal irgendwie Borg mit seinem Einfluss und später wurde es dann aber auch als offizielles Logo verwendet. Genau, fürs Kollektiv wird es eigentlich überall verwendet und ja, ich glaube, es taucht tatsächlich in dieser einen Folge mit Lore das erste Mal auf, aber wenn für unseren Lizenzgeber das offizielle Borg-Logo ist, dann ist es das. Dann ist es das. Wenn Sie es nicht wissen, dann wissen wir es auch nicht. Es ist das größte Set der Miniserie. Es hat nämlich 406 Teile auf dem größten Karton. Groß ist halt relativ. Ne? Ja, aber also für die Minimodelle ist es der größte. Ja, das ist der größte Karton der Minimodelle. Nochmal die Rückseite.
Und weil es halt also sie tauchen halt das erste Mal in Next Generation auf, deswegen haben wir da oben auch Picard. Zumindest das erste Mal in unserer Zuschauer-Timeline, richtig? Richtig. Genau, das ist chronologisch im Star Trek-Universum noch etwas komplizierter. Genau. Also wir haben sie bei Deep Space Nine haben wir sie, glaube ich, nicht. Nee, Oder? da waren sie, glaube ich, am Anfang geplant als großer Gegner, aber dann hat man sich entschieden, für jede Folge lohnen sie sich nicht. Bei Voyager sind sie dann ja vermehrt aufgetaucht, aber sie tauchen auch in Enterprise einmal auf. Ja, also und Enterprise, die Serie Enterprise mit Captain Archer spielt ja zeitlich noch vor der Original Series mit Kirk. Alles ganz kompliziert. Trekkies werden aber wissen, was wir meinen. Das Set hat die Nummer 104170, 406 Teile für 19,95 €. 9 mal 9 mal 13 Zentimeter groß und vermutlich auch entspannt aufzubauen. Ja, da ist auch nichts. Also ich meine, man baut halt eine Innenkonstruktion und am Ende muss man halt Würfelseiten. Ich finde bei dem Modell genial, dass wir hier 8x8 und teilweise 6x6 Plates in diesem Trans-Neon Green haben, mit diesem tollen grün leuchtenden, sag ich mal, Material, sodass man das hier immer wieder durchblitzen sieht, so wie dieses grünliche Licht, das aus dem Kubus, aus diesen ganzen Verstrebungen und so von innen heraus leuchtet. Das sieht einfach gut aus, das passt. Ja, und, haben es schon ein paar Mal gesagt, nein, die Schiffe sind nicht alle im gleichen Maßstab. So ein Kubus ist ungefähr 3 Kilometer in der Kantenlänge. Ja. Das heißt, eine Enterprise D mit 642 Meter Länge wäre ungefähr ein Fünftel. Wir haben hier 8 Noppen, das heißt, wir hätten hier ungefähr eine 2 Noppen lange Enterprise D. Und die kannst du nicht so bauen, dass sie wie eine Enterprise aussieht. Das funktioniert nicht. Genau. Ja, du hattest den Kubus, dann bin Genau, du bist wieder dran. ich jetzt wieder dran. Du hast ja noch was. Wir haben gerade schon von gesprochen. Und jetzt haben wir es auch. Die Raumstation Deep Space Nine oder Terok Nor. Terok Nor ist der eigentlich kardassianische Name. Ja. Ist ja auch eine kardassianische Station. Im Orbit von Bajor, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Genau. Ja, auch hier ist die Enterprise D mal hingeflogen. Wir haben es ja schon gesagt. Und die war dann ungefähr so groß. Ja. Und das hier sind diese das ist der Undock-Ring, der äußere Ring mit den Undock-Pylonen, in denen aber auch Erz raffiniert wird. Das habe ich aus einem technischen Handbuch. Hier in der Mitte ist der Habitat-Ring. Und ganz in der Mitte ist dann halt wie nennt sich das in der Mitte? Ja, das ist der zentrale Kern. Der zentrale Kern. Kontrollraum drin und das. Und diese Promenade. Genau, das Promenadendeck. Mit dem Kaffee von Quark. Ja, und so. genau. Mit Quarks Bar. Quarks Bar, genau. Ja, schick. Coole Bauweise mit diesen großen diesem großen Technik-Zahnrad und anderen Zahnrädern hier. Müsst euch das Aufbauvideo an der Stelle mal anschauen. Ist sehr, sehr witzig gemacht. Und, wie ich auch damals schon sagte, es ist schon ganz schön schwierig, diese Dreiteilung, weil wir haben hier überall diese Dreiteilung drin, aus Steinen zu bauen, die eigentlich alles vierteln wollen. Ja. Und dieses Dritteln ist jetzt nicht unbedingt das, wofür die Noppensteine so bekannt sind, aber es funktioniert und es sieht toll aus. Ich finde das Set aber zur Bauweise so im Allgemeinen war es angenehm zu bauen. Oder? Ja. Ich erinnere mich da an so eine Kleinigkeit, war da nicht was mit der Technikachse, dass man da ein bisschen aufpassen Genau, muss? ich musste mit der Technikachse richtig. Ich in meinem Wahn dachte mir, die Technikachse, ich drücke die so weit runter, wie es geht. Und dann fehlte mir hier ganz zum Schluss der kleine Rest Technikachse. Guter Bautipp. Ja. Ist schon wieder eine Weile her. Wir haben das vor Weihnachten gedreht. Steckt die Technikachse nur so weit hier unten hinein, wie euch die Anleitung erzählt und denkt nicht, weiß es aber besser als die Anleitung. Das geht für gewöhnlich schief. Jawohl. Wir haben hier gar nicht mal so viele Teile. Es sind exakt 200 Teile beim Set 104171. 200 Teile, 12,95 €. Aber wir haben 17 mal 17 mal 15 Zentimeter, weil wir hier natürlich viel Luft umbauen mit großen Teilen. Und sie wirkt schon für so ein Mini-Modell definitiv groß und man kann sehr gut erkennen, was es ist. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Auch mit diesen kleinen Pylonen, die du hier hast. Ich
glaube, die gehören zu den Verteidigungsanlagen, wenn ich mich nicht irre. Ja, also ich meine, dass man in den Serien sieht, dass von da so Torpedos und so zumindest später dann abgefeuert werden. Doppelfolgeweg des Kriegers. Ja. Ich liebe sie. Herrlich. Jawohl. Dann bist du wieder dran. Ja, denn ich habe hier auch noch was. Und zwar die Voyager. Das muss ich noch ganz kurz. Ach so, ja. Weiß ich gerade gar nicht. Hast du nicht gemacht, ne? Captain Sisko oder Commander Sisko? Captain Sisko. Captain Sisko. In der Ecke, wie sich das gehört. Mhm. Und deswegen habe ich hier auch die Voyager mit Captain Janeway. Natürlich in der Ecke, wie sich gehört. Wie sich das gehört. Und dem Farbschema der Voyager-Serie ist ja alles farbkodiert. Ja, schick. Sieht ganz besonders schnittig aus. Ist ja auch ein sehr schnelles Schiff. Ich weiß noch, als die Serie neu rauskam, da konnte man auch in Zeitschriften so diverse Eckdaten lesen. Die hat irgendwie Warp 9,975 oder so. Uiuiui. Nicht groß, aber schnell. Ja, nicht groß, aber fix. Sehr, sehr fix. Ja. Kommt natürlich hauptsächlich aus der Serie Voyager. Ja. Aber auch die sieht man in anderen Serien, zum Beispiel in der Pilotfolge. Nee, stimmt gar nicht, in anderen Serien eigentlich nicht. Also Captain Janeway taucht einmal in einem der späteren Filme auf. Aber tatsächlich, man sieht sie wirklich nur in der Serie Voyager. Okay. Und es gibt halt nur eine Sache, dass man nämlich am Anfang startet die Voyager von Deep Space Nine aus zu ihrer Mission, bei der sie dann ja in den Delta-Quadranten gezogen wird. Das heißt, man sieht die Deep Space Nine Raumstation auch am Anfang der Serie Voyager einmal. Okay. Ja, anders als beim Prototyp haben wir uns dazu entschlossen, hier die Warp-Gondel nicht kippbar zu machen, denn uns war diese nach vorne geneigte Form hier sehr wichtig und das wäre so nicht umsetzbar gewesen. Sollte es die Voyager irgendwann auch mal in einer größeren Version geben, so rein hypothetisch, wäre in der größeren Version diese Optik mit Funktionalität sicherlich leichter umzusetzen. Aber wir sprechen hier natürlich über reine Hypothesen. Ja. Das ist halt wieder die Sache, in den Größenordnungen ist das bei Noppenstein natürlich auch immer so eine Sache. Und ich sag mal so, die Star Trek-Raumschiffe sind jetzt nicht welche, die super einfach mit Noppensteinen nachzubauen sind. Nein, sie sind auch nicht, also in dem Format schon gar nicht, super einfach, korrekt in der Gestalt und extrem stabil nachzubauen. Das sind Modelle. Zum Swooshen oder durch den Raum fliegen lassen und gucken, wie sie landen, sind sie nicht geeignet. Richten sich also primär an euch, hauptsächlich erwachsene Trekkies und Noppenstein-Fans, die sich sowas hinstellen wollen. Ja. Ja. Und die Voyager NCC 74656. Als hätte ich da ein Wissen testen können. Ich war der lieber die Nummer nochmal. Ich hätte es nicht gewusst. Komischerweise nicht hin. Ich hätte es auch nicht gewusst. So oft versucht. Ich weiß, es ist eine fünfstellige, aber 74656. 74 hätte ich, glaube ich, noch hingekriegt. Aber dann. Die Setnummer ist die 104177. 179 Teile für 12,95 €. 19,5 Zentimeter lang, ich glaube, das ist sogar das längste Set hier in der Miniserie. 9,5 Zentimeter breit und 9,5 Zentimeter hoch. War vermutlich auch entspannt aufzubauen. Ja, da gibt es keine Probleme. Und hier ist das Emblem wieder ein bisschen anders als bei der Enterprise D. Abnehmen. Genau, das ist nochmal ein etwas anderes. Denn diese Embleme entwickeln sich im Laufe der Serien und zeitlichen Perioden, wenn man so will, immer so ein bisschen weiter. Und das hier ist halt das, was wir dann eben auch in der Serie immer sehen, was sie dann auch wirklich an ihrer Uniform tragen. Ja. Ab Next Generation ist das ja auch gleichzeitig der Kommunikator, auf den man dann drauf drückt. Also wenn Kirk auf seinem Chart rumdrückt, passiert noch nichts. Der muss dafür noch was rausholen. Genau, ja. Der hat noch ein richtig schönes Klappgerät, das auch noch kommen wird. Da oben steht es gerade. Das wird noch eintreffen. Bleibt nur noch ein Modell. Ja. Da habe ich sofort die Musik im Kopf. Ich auch. Ich auch. Ich muss mich beherrschen, denn die haben wir nicht mit. Nein. Ja. Der klingonische Bird of Prey. Ich weiß, das Set hat in der Laufe der Entwicklung Farbänderungen durchgemacht. Da hat der Lizenzgeber auch gesagt, der Farbton, probieren wir es mal so. Das ist das Endergebnis. Wir haben Olive Green Applikationen, auch hier so ein bisschen gemischt, und wir haben Sand Green als Hauptfarbe.
Jawohl. Wo kommt der Bird of Prey so vor? Das ist jetzt auch gar nicht so einfach, glaube ich. Gefühlt überall. Nein, Überall. Also ich kenne ihn vor allem aus den Star Trek Kinofilmen, die ich als Kind so geliebt habe. Das ist auch, glaube ich, so das erste, also wo dieser Bird of Prey, also die Klingonen haben, glaube ich, ja, ganz viele inzwischen. Aber dieser wie heißt der? Ne, hier steht's nicht. Ich glaube, das ist die Borel-Klasse. Episode 3 und Episode 4 natürlich. Ja. Also Star Trek 4, der da lustigste Film fliegen sie ja, das ist herrlich. Da fliegen sie ja selbst mit dem Bird. Aber ich will den Film nicht zu sehr spoilern, aber herrlich. Dann Star Trek 6 auch nochmal. Ja, da ist der eine, der getarnt feuern kann. Genau. Und Fies. Star Trek 7 ja auch noch. Stimmt. Da kommt er auch noch mal vor. Das sind sogar diese Duras-Schwestern. Ja, genau. Furchtbares Haus. Ja, furchtbares Klingonenhaus. Ja. Richtig. Aber, das habe ich auch bei der Recherche gemerkt, es gibt diese Form auch in Faktor 2 bis 3 größer als Kreuzer, weil der auch in irgendwelchen Serienfolgen von irgendwas quasi als Kreuzer in größer dargestellt wurde und weil sich irgendwie, sage ich mal, die Set-Designer da jetzt nicht ganz so einig waren, hat man dann halt hinterher gesagt, ja, das ist ein Kreuzer, der sieht ganz genauso aus wie dieser, ja, was ist denn das, ein Zerstörer, ein kleines Kampfschiff, aber halt in größer. Ja. In den Technical Handbooks ist das dann quasi Kanon, ja, der war da zu groß dargestellt, dann war das ein Kreuzer, der sah genauso aus, war nur größer. Ja. Das finde ich halt witzig, wenn Leute dann sagen, ja, dann ist das jetzt Kanon, dann stimmt das so. Oder die klingonischen Designer haben sich es einfach gemacht und das Ding einfach mal hochgescaled. Ja, genau. Auch hier haben wir das Zeichen, mal gucken, ob ich das abkriege. So, haben wir das Zeichen der Klingonen, des klingonischen Imperiums heißt das ja, glaube ich, als Stand. Finde ich sehr nice. Und ja, auch hier diese Kühlrippen, die man ja da auch hat und so, das ist alles sehr schön getroffen für dieses kleine Format. Ja. Denn groß ist er ja nicht. Er ist 19 mal 15,5 mal 11,5 Zentimeter in den Abmessungen. Hat die Setnummer 104169, 251 Teile für 14,95 €. Du hast auch, glaube ich, noch die Verpackung davon. Ich habe davon sogar noch die Verpackung stehen, richtig. Da kommt guck mal, hier sieht man es auch. Das ist doch hier Captain Kirk und da steht es auch The Search for Spock. Genau, das ist Captain Kirk in etwas älter mit dieser Uniform, wo der Rollkragenpulli rausschaut. Ja. Das ist die Uniform, die er in diesen Kinofilmen trägt. Search for Spock, richtig. Da bekommt es die Enterprise mit diesem Bird of Prey zu tun. Und wie das ausgeht, das müsst ihr in den Filmen selbst nachschauen. Ja, schick. 6 kleine Minimodelle. Und ist ja schon so eine Serie, ne? Und vielleicht, ich meine, das werden nicht die einzigen Star Trek Modelle bleiben. Es wird noch weitere Modelle geben und vielleicht wird es auch in dieser Größe noch weitere Modelle geben. Vielleicht wächst diese Serie ja noch. Wäre, finde ich, ganz schön, oder? Natürlich. Wir brauchen mehr Star Trek. Außerdem sind, wie wir schon sagten, die Mid-Size-Modelle jetzt ebenfalls eingetroffen. Die werden wir euch in einem weiteren Video genauer vorstellen. Da haben wir den Borg-Kubus. Genau. Die wunderbare Enterprise A. Das ist auch dieselbe Refit-Version von der hier. Genau. Enterprise A ist in den Filmen Teil 5 und Teil 6 zu sehen gewesen. Genau. Und in den Filmen Teil 1, 2 und 3 ist eine gleich aussehende Enterprise ohne das A dahinter zu sehen gewesen. Erst hatten wir sie auch umgebaute davon. Genau. Erst hatten wir sie auch als Enterprise Refit angelegt. Ja. Uns dann aber noch im Laufe der Prototypenphase dazu entschlossen, sie Enterprise A zu nennen, einfach weil sie dann vom Titel her noch leichter von der Serien Enterprise zu unterscheiden ist. Genau. So ist es. Ja, Mid-Size-Modell ist jetzt auch lieferbar. Und hinter dir steht noch eine. Ja, ich habe hier noch eins. Ich muss mich mal halb verrenken, um daran zu kommen. Natürlich haben wir die auch noch in groß. In größer. Größer.
Ja. Also in groß haben werden wir wir sie auch. Ja, noch nicht, aber sie wird natürlich noch hier landen. Ja. Dann werden wir auch das gigantische Display-Modell vorstellen. Hier haben wir aber auf jeden Fall schon die schick bedruckte Untertassensektion. Man sieht das schon, die schönen Prints hier drauf. Aber das zeigen wir euch alles nochmal in einem anderen Video. Genau. Ja, und für heute Ja. war es das dann aus dem Noppenstein-Studio. Trinken wir noch unseren Earl Grey, solange er noch heiß ist. Cheers. Noppensteine kann man ja nie genug haben. Bald gibt es noch mehr. Oh ja, Vor viel allem Star Spaß Trek. beim Bauen. Auch von Star Trek wird es noch mehr geben. Genau. Und wenn ihr die Modelle sucht, findet ihr sie bei uns im Shop. Zum einen ist oben so ein Banner mit Star Trek drauf. Könnt ihr draufklicken, kommen alle Star Trek Modelle. Ihr könnt auch bei Bluebricks Pro anklicken, dann kommt da Star Trek als Unterkategorie. Da findet ihr sie auch alle. Und demnächst vielleicht auch die Vorschau für die zweite Produktwelle. Wer weiß. Wer weiß. Tschüss. Tschüss.